Wenn man die Redewendung Thinking Outside the Box ein bisschen zu wörtlich nimmt, dann kommt genau sowas hier dabei raus. Ein Apple II, der aus einer Pappbox heraus betrieben wird. Das hier ist mein Apple II Euro Plus, an dem ich jetzt seit 3 bis 4 Wochen ziemlich intensiv herumwerkle. Nach zahllosen Verschlimmbesserungen habe ich es jetzt endlich geschafft, das Ding vollständig zum Laufen zu bringen. Was man hier gerade sieht, ist ein Demoprogramm, das alle 48 KB Onboard RAM plus die Saturn Rocket Speicherkarte nutzt, also insgesamt 64 KB RAM. Das ist im Prinzip das Maximum, das ein Apple II Plus sinnvoll verwenden kann. Die Saturn Rocket könnte zwar theoretisch 128 KB liefern, aber die meisten Programme, die das auch wirklich ausnutzen, setzen eine andere RAM-Logik voraus, so wie man sie eher von einem Apple IIc oder Apple IIe kennt. Kurz zur RAM-Bestückung. Hier sieht man die 3 RAM-Bänke des Apple II Plus. Jede Bank besteht aus 8 RAM-Modulen zu jeweils 2 KB, also insgesamt 16 KB pro Bank. Ursprünglich war bei mir nur die erste Bank bestückt, damit sollte der Apple II zumindest Basic starten und einfache Programme ausführen können. Tat er aber nicht. Stattdessen stürzte er sofort in den sogenannten Monitor-Modus ab. Der Monitor-Modus ist so etwas wie ein sehr elementarer Debug-Modus, vergleichbar mit einem abgesicherten Modus oder einer Low-Level-Konsole, mit der man versucht herauszufinden, was gerade grundsätzlich schief läuft. Die Ursache war ein Wackelkontakt an einem der oberen 4 RAM-Chips der ersten Bank. Diese 8 Bits müssen korrekt funktionieren, damit Applesoft Basic überhaupt starten kann. Gibt es hier einen Kontaktfehler, landet man sofort im Monitor-Modus. Noch schlimmer wird es, wenn einer der Versorgungspins betroffen ist, dann startet der Apple II gar nicht mehr. Nicht einmal bis in den Monitor, man bekommt nur noch ein wildes Bildchaos angezeigt. Genau das hatte ich ja zwischendurch, nachdem ich mir durch einen Kurzschluss sogar die Stromversorgungsleitungen dieser RAM-Bank beschädigt hatte. Das habe ich inzwischen behelfsmäßig repariert, ebenso die restlichen Wackelkontakte in der ersten Bank. Aber jetzt ging es auch an die beiden übrigen RAM-Bänke und natürlich traten auch dort wieder Kontaktprobleme auf. Mit insgesamt 24 RAM-Modulen wurde das Durchklingeln mit dem Multimeter dann irgendwann zu mühsam. Also habe ich mir kurzerhand einen RAM-Test im Basic von ChatGPT schreiben lassen. Dieser Test hat jede Bank tausendfach durchlaufen, sämtliche Datenleitungen durchprüft und mir ziemlich genau gesagt, in welcher Bank und ungefähr an welcher Adresse noch ein Problem vorliegt. Dank dieser Diagnose konnte ich die letzten beiden Wackelkontakte in der zweiten Bank auf die unteren Pins eingrenzen und ebenfalls beheben. Und seitdem läuft das System jetzt stabil. Damit habe ich jetzt endlich die Möglichkeit, den Apple II oder genauer genommen dessen Board auch insgesamt mal vorzustellen. Fangen wir mal mit der Ausstattung hier an. In Slot 7 steckt ein VGA-Adapter. Ich nutze VGA aus 2 Gründen. Erstens liefert der Composite-Ausgang nur ein monochromes Bild und zweitens ist dieses Signal bei mir auch noch instabil. Nach einigen Minuten beginnt es an zu flackern und zu flimmern, vermutlich alltagsbedingte Probleme in der Composite-Logik, möglicherweise ein Kondensator oder noch ein weiterer Wackelkontakt oder Haarriss. Über VGA hingegen ist das Bild absolut stabil und wie gesagt obendrein auch noch in Farbe. In Slot 5 sitzt der Floppy-Anschluss, an dem entweder ein echtes Laufwerk oder wie hier gerade jetzt ein Floppy-Emulator hängt. Im Slot 0 hingegen steckt die Saturn Rocket Speicherkarte. Versorgt wird das Ganze über ein Pico PSU mit einem selbstgebauten Adapter. Als Eingabegerät habe ich mir einen analogen Replika-Joystick besorgt. Und ich muss ehrlich sagen, das ist die einzige wirklich enttäuschende Komponente in diesem Setup. Der Joystick funktioniert zwar, aber er ist sehr klein, etwas unhandlich und etwas übersensibel für meine Begriffe. Joblifter geht gerade noch so zum Spielen, wenn man sich daran gewöhnt, aber schon bei Pac-Man biege ich ständig falsch ab oder erwische die Ecken nicht. Zum Glück lassen sich viele Apple II-Spiele auch über die Tastatur spielen, manche sogar ausschließlich, wie zum Beispiel Crossfire hier.
Da ich keine originale Apple II-Tastatur habe, nutze ich einen PS2-Adapter mit deutscher Querztastatur. Der Nachteil ist allerdings das fest verdrahtete Tastaturlayout. Spiele, die zum Beispiel A und Z für oben und unten erwarten, sind dadurch quasi unspielbar, weil das Z bei Querz eben hier oben liegt. Was mich wirklich überrascht hat, ist, wie viele Apple II-Spiele mit Pedals gesteuert werden können. Und sogar Titel, bei denen man das überhaupt nicht erwarten würde, etwa Space Invaders Clones. Die Pedals selbst sind zwar analog, aber der Apple II verarbeitet das Signal intern digitalisiert. Das bedeutet, es gibt eine maximale Bewegungsgeschwindigkeit, egal wie schnell man das Pedal dreht. Das Raumschiff beschleunigt sich nur bis zu einem gewissen Punkt und hält dann diese Geschwindigkeit. Präzise Bewegungen kann man eigentlich nur auf wenige Pixel Abstand durchführen, aber schon das kann bei diesem Spiel durchaus von Vorteil sein. Etwas, was ich übrigens auch ganz geil an dieser Version von Space Invaders finde, ist, dass die Invaders nicht nur von oben angreifen, sondern auch noch Fans hier haben, die das ganze Spektakel von außen bewundern. Und dann jubeln die Hunde auch noch, wenn man abgeschossen wird. Eine weitere Einschränkung, die beim Spiel Asteroids dazu kommt, ist, dass man mit dem Pedal zwar drehen und schießen kann, aber für Schub muss man wieder zusätzlich zur Tastatur greifen, was steuerungstechnisch nicht unbedingt ideal ist. Für mich persönlich das bisherige Highlight ist aber Sabotage. Viele kennen Paratrooper von DOS PC und Sabotage ist im Prinzip dasselbe, nur eben ein Jahr früher herausgekommen und eben auf dem Apple II. Also das Original von Paratrooper, wenn man so will. Und mit den Pedals spielt sich dieses Spiel echt wahnsinnig gut. Tja, so viel mal zu diesem ersten Überblick. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne den Kanal, hinterlasst ein Like und wie immer, stay tuned.